Deine Cola Zero macht dich fett. Ja, richtig gehört. 0 Kalorien, aber trotzdem dick. Ich zeige dir heute, warum dein gesundes Leitgetränk deine Fettverbrennung lahmlegt. Und das hat nichts mit Kalorien zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation, auch als WHO bekannt, warnt offiziell vor Süßstoffen. Führende Experten wie zum Beispiel Dr. Bigman sagen, Sucralose kann deinen Insulinspiegel steigen lassen, obwohl kein Zucker drin ist. Aber Moment, andere Experten behaupten genau das Gegenteil. Wer lügt hier? Die Wahrheit ist, Big Food nutzt die billigsten Süßstoffe, die unter Verdacht stehen. Nicht, weil sie gesund sind, sondern weil sie pro Dose nur Bruchteile von Cents kosten. Deine Gesundheit ist ihnen völlig egal. Hauptsache, der Gewinn von Big Food stimmt. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm, 45 Jahre alt und in der besten Form meines Lebens. Wir müssen reden über Cola Zero, über Süßstoffe und über die Lügen, die uns seit Jahrzehnten erzählt werden. Als ich vor circa 6 Jahren anfing, meine Ernährung immer weiter zu optimieren, war ich genauso verwirrt wie du wahrscheinlich heute. Überall widersprüchliche Informationen. Cola Zero ist gesund, Aspartam verursacht Krebs, Süßstoffe machen dick. Was stimmt denn nun? Lass uns mit dem ganzen Unsinn gemeinsam aufräumen. Die Wahrheit ist, nicht alle Süßstoffe sind gleich. Während die Industrie uns weismachen will, dass alle künstlichen Süßstoffe unbedenklich sind, zeigt die neueste Forschung ein ganz anderes Bild. Eine Studie der World Health Organization warnte 2023 erstmal offiziell vor langfristigen Gesundheitsrisiken durch bestimmte Süßstoffe und rät von ihrer Verwendung zur Gewichtskontrolle ab. Den Link zu allen im Video genannten Studien findest du wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe die 10 erfolgreichsten YouTube-Videos zum Thema Leitgetränke analysiert, alle Informationen datenbasiert zusammengefasst und die Fakten ausgewertet. Heute bekommst du die komplette Wahrheit, wissenschaftlich fundiert, praxisnah und ohne Marketinggeschwafel. Wenn du zu den Leuten gehörst, die Klarheit statt Mythen wollen, dann ist jetzt der perfekte Moment, auf Abonnieren zu klicken und sicherzustellen, dass du keine Fakten mehr verpasst. Die YouTube-Daten zeigen mir nämlich, dass über 3/4 der Zuschauer immer noch nicht abonniert haben. Hier ist die erste Wahrheit, die Big Food dir verschweigt. Es gibt eine klare Hierarchie bei Süßstoffen. Nicht alle sind gleich schädlich oder gleich unbedenklich. Okay, lass uns über die beiden Hauptverdächtigen in den meisten Leitgetränken sprechen. Aspartam und Sucralose. Fangen wir mit Sucralose an. Das ist der Stoff, der dein Gehirn austrickst. Deine Zunge schmeckt süß und dein Gehirn schlägt Alarm. Achtung, Zucker kommt. Und dein Körper schüttet schon mal vorsorglich Insulin aus. Führende Forscher wie zum Beispiel Dr. Ben Bigman warnen genau davor. Eine Studie von 2023 im Fachjournal Nutrients hat das bestätigt. Regelmäßiger Konsum von Sucralose kann zu Insulinresistenz führen. Aber, und jetzt wird es entscheidend, du gehst auf YouTube und findest unzählige Experten, die sagen, das ist totaler Quatsch, es gibt keine Insulinreaktion. Eins müssen wir klarstellen, Leitgetränke erhöhen deinen Blutzucker nicht. Da sind sich wirklich alle einig. Aber die wirklich spannende Frage ist, was macht das Insulin? Und hier streiten sich die Experten. Viele sagen, kein Zucker, keine Insulinreaktion. Aber Top-Forscher wie Dr. Bigman und Dr. Lustig sagen ganz klar, allein der süße Geschmack kann eine Reaktion auslösen. Warum ist diese Frage so verdammt wichtig für dich? Weil Insulin der Lichtschalter für deine Fettverbrennung ist. Ist Insulin im Blut, ist der Schalter auf Aus. Dein Körper kann dann kein Fett verbrennen. Punkt. Er ist im Speichermodus. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Wer hat also recht? Wegen diesem ganzen Durcheinander habe ich beschlossen, es selbst herauszufinden. Ich werde einen ärztlich begleiteten Selbstversuch machen. Mit echten Bluttests, um ein für alle Mal zu klären, was in meinem Körper passiert, wenn ich Leitgetränke konsumiere. Das Ergebnis werde ich dir in einem Kurzvideo präsentieren. Und dann haben wir Aspartam. Hier hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, 2023 ein offizielles Warnschild aufgestellt. Möglicherweise krebserregend. Ja, das ist die niedrigste Stufe, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, warum sollte ich ein Produkt mit einem offiziellen Warnschild wählen, wenn es saubere Alternativen gibt? Falls das Video dir einen Mehrwert liefert, dann lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da, damit auch andere davon profitieren können. Okay, und jetzt ein Thema, bei dem ich ganz bewusst von Fakten zu meiner persönlichen Meinung wechsle. Es geht um den Einfluss auf unser Darmsystem. Die Wissenschaft ist sich hier noch uneinig, aber eines ist klar. Bestimmte Süßstoffe sind eine unbekannte Variable, die wir in das komplexe System unseres Körpers bringen. Nehmen wir Sucralose. Wir wissen aus Studien, hier ist eine der neuesten dazu, dass Sucralose die Zusammensetzung unserer Darmbakterien verändert. Die Forscher streiten noch darüber, ob diese Veränderung gut, schlecht oder neutral ist, aber die Tatsache, dass eine Veränderung stattfindet, ist für mich der entscheidende Punkt. Und hier ist meine ganz persönliche Schlussfolgerung daraus. Ich möchte keine künstlichen Stoffe in meinem Körper, von denen ich nicht zu 100% weiß, was sie tun. Es ist für mich eine simple Risikoabwägung. Warum sollte ich einen Stoff zu mir nehmen, der nachweislich etwas in meinem System verändert, auch wenn die Wissenschaftler noch nicht das komplette Ausmaß verstehen? Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, vermeide unnötige Risiken. Und ein künstlicher Süßstoff, der mein Darmökosystem beeinflusst, ist für mich genau das, ein unnötiges Risiko. Für Aspartam gilt für mich dasselbe Prinzip.
auch wenn die Datenlage hier noch unklarer ist. Ich setze lieber auf das, was seit Tausenden von Jahren funktioniert. Dann gibt es noch die Kategorie Fragezeichen. Hier steht für mich aktuell nach der Recherche Erythrit. Warum? Eine große Studie in der Fachzeitschrift Nature Medicine hat für viel Aufsehen gesorgt. Sie hat einen Zusammenhang zwischen hohen Erythritwerten im Blut und Herzproblemen bei Risikopatienten gezeigt. Aber wichtig an dieser Stelle, das ist noch kein Beweis, dass der Verzehr schädlich ist. Aber es ist ein Warnsignal, das ich persönlich ernst nehme. Und jetzt noch die Kategorie Blick in die Zukunft. Hier steht Allulose. Das ist der spannendste neue Süßstoff. Er hat fast keine Kalorien und beeinflusst den Blutzucker gar nicht. In den USA ist Allulose schon ein Riesenthema. Bei uns in der EU wartet er noch auf die Zulassung als Lebensmittel. Kaufen kann man das Produkt aber schon. Ganz egal, für welches Süßungsmittel du dich entscheidest, denk immer an die Worte von Dr. Bigman, der die Rolle von Insulin oft mit einer tollen Analogie beschreibt. Insulin ist der Dirigent deines Stoffwechselorchesters. Wenn der Dirigent verrückt spielt, spielt das ganze Orchester falsch. Unsere Aufgabe ist es, den Dirigenten bei Laune zu halten. Okay, genug der Bösewichte jetzt. Was kannst du denn jetzt wirklich zum Süßen nehmen? Hier ist meine persönliche Liste der sicheren Alternativen. Ganz oben auf der Liste sind für mich Stevia und Monk Fruit, also Mönchsfrucht. Beide sind natürliche Extrakte, beide haben nachweislich keinen Einfluss auf deinen Blutzucker und auch nicht auf dein Insulin. Die Forschung von Dr. Bigman ist hier eindeutig. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, sind das deine besten Freunde. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe von Gewinnern, die wirklich 100% natürlichen Süßungsmittel. Hier meine 2 Geheimtipps: Jakon-Sirup und Lucuma-Pulver. Jakon-Sirup ist ein Präbiotikum, also Futter für deine guten Darmbakterien. Lucuma ist eine getrocknete Frucht, die leicht karamellig schmeckt. Beide haben einen sehr niedrigen glykämischen Index. Sie sind nicht kalorienfrei, aber dafür echtes, unverarbeitetes Essen. Jetzt kommt der eigentliche Plot-Twist. Der gefährlichste Inhaltsstoff in deiner Cola Zero ist nicht der Süßstoff, es ist die Phosphorsäure. Während alle über Aspartam diskutieren, zerstört diese Säure still und leise deinen Zahnschmelz. Das ist keine Theorie. Eine Studie hat gezeigt, dass Phosphorsäure in Leitgetränken Zähne in kürzester Zeit anätzen kann. Das perfide daran, dein Zahnschmelz wächst nicht nach. Einmal weg, für immer weg. Das ist ein Schaden, der dir später Tausende von Euro für Zahnersatz kosten kann. Aber das Problem hört nicht im Mund auf. Die Säure gelangt in deinen Körper und wirkt dort wie ein Calciummagnet. Sie bindet das wichtigste Mineral und schleust es aus. Das bedeutet, nicht nur deine Zähne leiden, sondern auch deine Knochen. Und falls du jetzt denkst, Osteoporose ist doch Frauensache, falsch. Männer über 50 haben ein massiv erhöhtes Risiko für Knochenbrüche. Besonders, wenn sie jahrelang solche Getränke konsumiert haben. Und deine Nieren, die müssen diesen ganzen Müll filtern und stehen unter Dauerstress. Große Langzeitstudien wie die berühmte Nurses Health Study zeigen einen alarmierenden Zusammenhang. Menschen, die regelmäßig Leitgetränke trinken, können ihr Risiko für einen signifikanten Abfall der Nierenfunktion verdoppeln. Wenn man das alles weiß, ist die Lösung eigentlich simpel. Wenn du unbedingt etwas Süßes trinken willst, mach es selbst. Stilles Wasser, ein paar Tropfen Stevia, etwas Zitrone, fertig. Oder noch besser, gewöhne deinen Geschmack einfach wieder um und trink Wasser. Für die Umgewöhnung kann eine sogenannte Air-Up-Flasche eine super Lösung sein, denn du trinkst Wasser und die Flasche gaukelt deinem Gehirn vor, dass es ein süßes Getränk ist. Falls dir diese Infos helfen, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das hilft nicht nur dem Kanal, sondern viel wichtiger, der Gesundheit vieler Menschen. Jetzt schauen wir uns die Mechanismen an, mit denen dich die Big Food-Industrie an ihre Produkte bindet. Der erste ist psychologisch, der sogenannte Bliss Point. Das ist der wissenschaftlich ermittelte Süßegrad für maximale Belohnung im Gehirn. Studien aus Yale zeigen, dass künstliche Süßstoffe diese Belohnungszentren aktivieren, aber ohne die dazugehörigen Kalorien zu liefern. Das kann das ganze System aus dem Gleichgewicht bringen. Der zweite Mechanismus ist biologisch, die Konditionierung. Stoffe wie Aspartam sind 200 Mal süßer als Zucker. Dein Geschmackssinn wird dadurch überstimuliert. Natürliche Süße aus Früchten, wie zum Beispiel einem Apfel, wirken danach einfach gar nicht mehr. Der dritte Mechanismus ist hormonell, die Insulinfalle. Dein Gehirn reagiert auf den süßen Geschmack und kann eine Insulinausschüttung veranlassen, kommt dann aber kein Zucker, kann der Blutzucker fallen und Heißhunger auslösen. Dr. Robert Lustig erklärt das brillant im Haberman-Podcast. Er sagt, die Probleme sind nicht die Kalorien, sondern die hormonellen und biologischen Reaktionen, die diese Stoffe auslösen. Der vierte Mechanismus ist die Manipulation deines Darms. Wir wissen aus Studien, dass Süßstoffe die Darmflora verändern. Das kann weitreichende Folgen für deinen Stoffwechsel und sogar dein Hungergefühl haben. Big Food will dir mit Zero Kalorien und zuckerfrei ein gutes Gefühl verkaufen. Aber wie Dr. Lustig sagt, die Annahme, künstliche Süßstoffe seien eine gesunde Alternative, ist eine der größten Lügen. Die Wahrheit ist, weder Zucker noch künstliche Süßstoffe sind gut für dich. Und genau hier sehe ich eine Entwicklung, die mich wirklich erschreckt. Ich höre immer öfter den Satz, ich kann kein Wasser mehr trinken, das schmeckt mir nicht.
Wir gewöhnen uns so an die künstliche Süße, dass wir das Natürlichste der Welt ablehnen. Das erinnert mich wirklich an eine Szene aus dem Film Idiocracy. Entschuldigen Sie bitte, das da scheint sowas wie Gatorade zu sein, aber ich suche eigentlich ganz normales Wasser. Wasser? Ja, Du meinst wie das im Klo? Wozu? oh, ich will es trinken. Das ist Satire, klar. Aber sind wir wirklich noch so weit davon entfernt, wenn wir unseren Körpern statt Wasser lieber ein Chemiegemisch geben, nur weil es süß schmeckt? Und das bringt mich zu einer Frage an dich. Schreib mal unten in die Kommentare, welches Leitgetränk trinkst du? Sei ehrlich. Okay, genug von dem, was du nicht trinken sollst. Was sind also die Alternativen, die wirklich funktionieren und schmecken? Hier sind 3 einfache Dinge, die du nutzen kannst. Erstens, Wasser 2.0. Wasser ist der König, aber es muss nicht immer langweilig sein. Mein Tipp, ein Spritzer Zitrone oder Limette und eine Prise gutes Salz. Das schmeckt nicht nur frisch, sondern versorgt dich auch direkt mit wichtigen Elektrolyten. Perfekt für einen Low-Carb-Lifestyle. Zweitens, die saubere Limonade. Wenn du wirklich Lust auf etwas Süßes hast, mach es einfach selbst. Kauf dir reines Stevia-Extrakt in Tropfenform und nicht das gestreckte Pulver. Das Rezept ist simpel. 1 Liter Wasser, ein paar Tropfen Stevia, der Saft einer halben Zitrone. Drittens, der Alleskönner. Mein persönlicher Favorit, der oft unterschätzt wird. Kräutertee. Besonders Pfefferminztee. Du kannst ihn heiß trinken oder stark aufbrühen, abkühlen lassen und mit Eiswürfeln servieren. Das ist im Sommer erfrischender als jede Cola. Das sind ganz simple Gewohnheiten, die deinen Körper nicht belasten, deinen Insulinspiegel stabil halten und fantastisch schmecken. Du kennst jetzt also die sauberen Alternativen. Aber wie schaffst du den Umstieg in der Praxis, ohne dass es sich wie Verzicht anfühlt? Der Trick ist eine schleichende Umerziehung deines Geschmacks. Fang klein an. Ersetze ab morgen nur eines deiner täglichen Leitgetränke durch eine der sauberen Alternativen. Nach ein paar Tagen ersetzt du das zweite und so weiter. Du wirst merken, wie einfach es ist, wenn du es schrittweise machst. Und es gibt noch einen Bonus. Du sparst bares Geld. Eine Dose Cola kostet locker mal 1 Euro. Eine selbstgemachte, saubere Limo kostet nur wenige Cents. Aufs Jahr gerechnet sind das schnell mehrere hundert Euro, die du sparst und zeitgleich in deine Gesundheit investierst. Jede gesunde Entscheidung heute ist eine Einzahlung auf dein Gesundheitskonto. Dein älteres Ich wird es dir danken. Und wenn du wissen willst, wie du solche Gewohnheiten dauerhaft und ohne Ausreden in dein Leben verankerst, schau dir gerne mein Video zu meiner Transformation an. Fassen wir also zusammen, was das alles bedeutet und was du daraus mitnehmen kannst. Erstens, nicht alle Süßstoffe sind gleich. Aus meiner Sicht sind Aspartam und Sucralose die problematischen Kandidaten. Big Food verwendet sie nicht, weil sie gesund sind, sondern weil sie die Herstellung billiger machen. Deine Gesundheit spielt dabei gar keine Rolle. Die Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Insulin und Darm sind für mich Grund genug, sie zu meiden. Stevia und Monkfruit sind für mich die bessere Wahl. Der unbestrittene Feind in Leitgetränken, wie Cola Zero zum Beispiel, ist die Phosphorsäure. Das ist keine Meinung, das ist ein Fakt. Sie greift deine Zähne und Knochen an, unabhängig vom Süßstoff. Drittens, die Industrie nutzt Tricks wie den Bliss Point, um uns an ihre Produkte zu binden. Mein Fazit daraus, ihr Ziel ist Profit, nicht deine Gesundheit. Viertens, und das ist das Wichtigste, du hast die Macht, weil es fantastische, natürliche Alternativen gibt. Keiner kommt, um dich zu retten, das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. Und wenn selbst die Weltgesundheitsorganisation warnt, dann sollten wir hinhören. Die WHO hat Aspartam 2023 eine offizielle Einstufung gegeben. Möglicherweise krebserregend. Aber das ist nicht alles. Sie rät auch generell davon ab, Süßstoffe langfristig zur Gewichtskontrolle zu nutzen. Der Grund dafür? Große Studien zeigen einen Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Entscheidung liegt am Ende bei dir. Du kannst weiter dem Marketing von Big Food vertrauen oder auf Mutter Natur setzen und damit die Kontrolle über deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Ich weiß, wofür ich mich entschieden habe. Falls dir dieses Video die Augen geöffnet hat, dann lass es mich bitte in den Kommentaren wissen und tu mir jetzt 2 Gefallen. 1. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Erkenntnisse verpasst, denn fast 80% der Zuschauer haben immer noch nicht abonniert. 2. Teile das Video mit Freunden, die meinen, dass Cola Zero gesund ist. Zum nächsten Videothema stimmen wir noch im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu und gestalte die Inhalte dieses Kanals aktiv mit. Als Belohnung dafür, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, hier mein persönlicher Bonustipp gegen akuten Heißhunger auf Süßes. Wenn dich das Verlangen nach einer Cola Zero überkommt, kämpfe nicht dagegen an. Sag dir stattdessen, okay, ich darf das trinken, aber erst in 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten trinkst du ein großes Glas Wasser. Du wirst staunen, in 9 von 10 Fällen ist der Heißhunger danach einfach weg
Oft war es nur getarnter Durst. Und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Bis dahin, bleib stark, bleib gesund und lass dich nicht von Bigfoot verarschen. Peace out.